Die deutsche Autobahn. Wenn Touristen aus aller Welt nach Deutschland reisen, haben sie oft eine ganz bestimmte Liste von Dingen, die sie sehen wollen. Ganz oben auf dieser Liste stehen meistens das Schloss Neuschwanstein, das Oktoberfest in München und die Berliner Mauer. Aber es gibt für viele noch eine vierte Sehenswürdigkeit. Sie hat keine romantischen Türme und man kann dort auch kein Bier trinken. Sie ist eigentlich nur ein sehr langes, graues Band aus Asphalt. Hallo und herzlich willkommen zur 10. Episode von German Decoded. Ich bin Friedrich und heute sprechen wir über genau dieses berühmte graue Band, die deutsche Autobahn. Wenn Menschen im Ausland an Deutschland denken, denken sie an schnelle Autos und an Straßen ohne Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber ist das wirklich immer so? Und wie hat das alles eigentlich angefangen? Lass uns mit einer kurzen Geschichte beginnen. Viele Menschen auf der Welt glauben, dass die Autobahn in den 1930er Jahren erfunden wurde. Aber das ist historisch gesehen nicht ganz richtig. Die Idee für diese speziellen Straßen ist älter. Schon im Jahr 1921 wurde in Berlin die sogenannte AVUS eröffnet. Das war eine reine Autostraße ohne Kreuzungen, die hauptsächlich für Rennen genutzt wurde. Die erste offizielle, öffentliche Autobahn in Deutschland wurde dann im Jahr 1932 zwischen den Städten Köln und Bonn eröffnet. Der damalige Bürgermeister von Köln, Konrad Adenauer, hat sie feierlich eingeweiht. Das Ziel dieser neuen Straßen war sehr einfach und praktisch. Man wollte eine moderne Strecke nur für Autos haben. Keine Fußgänger, keine langsamen Pferdekutschen, keine Fahrräder und vor allem keine Ampeln. In den folgenden Jahrzehnten wurde das Netz immer weiter ausgebaut. Aber warum hat die Autobahn und besonders die Idee der unbegrenzten Geschwindigkeit bis heute überlebt? In fast allen anderen Ländern der Welt wurden im Laufe der Zeit strenge Geschwindigkeitsbegrenzungen eingeführt. In Deutschland aber nicht überall. Das liegt zum großen Teil an der sehr starken und einflussreichen deutschen Autoindustrie. Marken wie BMW, Mercedes-Benz, Porsche und Audi bauen schnelle, teure und sichere Autos. Für diese Industrie war und ist die Autobahn ein perfektes Aushängeschild. Es ist der Ort, an dem man der ganzen Welt zeigen kann, was diese Autos wirklich leisten können. Außerdem wurde die Autobahn in der Zeit des deutschen Wirtschaftswunders nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem Symbol für Fortschritt, wirtschaftlichen Wohlstand und persönliche Mobilität. Diese Kombination aus starker Wirtschaftspolitik und dem Traum vom schnellen Reisen hat dafür gesorgt, dass diese einzigartigen Verkehrsregeln bis ins 21. Jahrhundert überlebt haben. Das bringt uns direkt zu unserem zweiten Teil der heutigen Episode: Mythen und Fakten über die Autobahn. Es gibt unglaublich viele Missverständnisse, wenn Ausländer über unsere Autobahnen sprechen. Der größte und absolut bekannteste Mythos ist dieser: Auf der deutschen Autobahn gibt es überhaupt kein Tempolimit. Man kann immer und überall so schnell fahren, wie man will. Das ist definitiv falsch. In Wirklichkeit haben etwa 30–40% des deutschen Autobahnnetzes eine feste Geschwindigkeitsbegrenzung. Oft darf man dort nur 120 oder 100 Kilometer pro Stunde fahren. Das gilt besonders in der Nähe von großen Städten, bei Baustellen, an gefährlichen Kurven oder wenn das Wetter sehr schlecht ist. Für die Strecken ohne festes Limit gibt es in Deutschland eine sogenannte Richtgeschwindigkeit von 130 Kilometern pro Stunde. Das ist eine offizielle Empfehlung vom Staat. Wenn du schneller fährst, ist das nicht illegal.
Aber hier kommt der wichtige Punkt. Wenn du zum Beispiel mit 200 Stundenkilometern fährst und einen Unfall baust, bekommst du fast immer eine rechtliche Teilschuld, auch wenn der andere Fahrer eigentlich den Fehler gemacht hat. Deine Autoversicherung wird sagen, mit der empfohlenen Geschwindigkeit von 130 Kilometern pro Stunde hätten sie diesen Unfall vielleicht vermeiden können. Ein weiterer Mythos ist, dass die deutsche Autobahn extrem gefährlich ist, weil sie wie eine Rennstrecke genutzt wird. Überraschenderweise ist das nicht wahr. Statistisch gesehen ist die Autobahn die sicherste Straße in ganz Deutschland. Es gibt viel mehr Unfälle auf normalen Landstraßen oder im Stadtverkehr. Warum ist das so? Weil alle Autos in die gleiche Richtung fahren und es keinen gefährlichen Gegenverkehr gibt. Außerdem gibt es strenge Regeln, die fast alle Autofahrer respektieren. Die wichtigste Regel ist das sogenannte Rechtsfahrgebot. Das bedeutet, du musst grundsätzlich immer auf der rechten Spur fahren. Die linke Spur ist nur zum Überholen da. Wenn du fertig bist mit dem Überholen, musst du wieder nach rechts wechseln. Man darf auch niemals ein anderes Auto rechts überholen. Das ist streng verboten und wirklich sehr gefährlich. Und wir haben die wichtige Regel der Rettungsgasse. Wenn es einen Stau gibt, müssen alle Autos sofort eine freie Spur in der Mitte für Krankenwagen und die Polizei bilden. Kommen wir nun zum dritten und letzten Teil unserer Episode. Was empfinden die Deutschen eigentlich, wenn sie an ihre Autobahnen denken? Die Autobahn ist für viele Menschen in Deutschland nicht nur eine einfache Straße aus Beton und Asphalt, auf der man von A nach B fährt. Sie ist ein hochemotionales und kulturelles Thema. In den 1970er Jahren gab es eine sehr bekannte Kampagne des Allgemeinen Deutschen Automobilclubs, kurz ADAC. Der Slogan dieser Kampagne war »Freie Fahrt für freie Bürger«. Dieser Satz ist berühmt geworden und man hört ihn auch heute noch oft. Für viele Menschen in Deutschland bedeutet das Fahren ohne Tempolimit ein großes Stück persönliche Freiheit. Es ist ein Recht, auf das viele Bürger sehr stolz sind. Man könnte fast sagen, dass das Tempolimit für manche Deutsche ein so sensibles Thema ist wie die Diskussion über Waffengesetze für Menschen in den USA. Aber die deutsche Gesellschaft verändert sich langsam. Die Gefühle und Meinungen zur Autobahn sind heute sehr stark gespalten. Auf der einen Seite gibt es die Autoliebhaber, die Pendler und die mächtige Autoindustrie. Sie sagen, wir brauchen kein generelles Tempolimit in Deutschland. Unsere Autos und unsere Straßen sind sicher genug. Jeder sollte selbst entscheiden. Auf der anderen Seite gibt es eine immer größer werdende Gruppe von Menschen, besonders junge Leute und Umweltorganisationen, die ein generelles Tempolimit von 130 Kilometern pro Stunde fordern. Ihr wichtigstes Argument ist der Umweltschutz und der globale Klimawandel. Ein Tempolimit würde sofort mehrere Millionen Tonnen CO2 pro Jahr einsparen, ohne dass es den Staat Geld kostet. Außerdem argumentieren sie, dass das Fahren viel entspannter und noch sicherer wäre, genau wie in unseren Nachbarländern Frankreich, Österreich oder den Niederlanden. Dieses Thema wird vor jeder politischen Wahl in Deutschland heiß diskutiert. Es ist ein ständiger Streit in der Gesellschaft, an den Stammtischen und in der Politik. Manche Experten sagen, es ist nur eine Frage der Zeit, bis das allgemeine Tempolimit auch in Deutschland kommt, besonders jetzt, wo Elektroautos immer beliebter werden, die bei hohen Geschwindigkeiten extrem viel Strom verbrauchen. Andere sagen, dass es niemals passieren wird, weil die Tradition zu stark ist. Was denkt ihr darüber? Findet ihr ein Tempolimit sinnvoll für die Umwelt oder liebt ihr den Gedanken an die Freiheit auf der Autobahn?
Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Das war Episode 10 von German Decoded. Ich bin Friedrich, herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.